Stellen Sie sich vor, Sie stehen nur wenige Kilometer von einer anderen Gruppe von Menschen entfernt, können aber deren Sprache nicht verstehen. So erging es vielen Stämmen der Aborigines, von denen jeder seine eigene Sprache hatte, insgesamt 700, und die eine Welt schufen. In der benachbarte Gemeinschaften zwar nebeneinander lebten, aber sprachlich Fremde blieben. Doch Sprachbarrieren sind nur ein Geheimnis der Menschheitsgeschichte. Ein erstaunlicher Fund, eine Höhlenmalerei, deren Alter auf über 1 Million Jahre geschätzt wird, hat nun genau das bewirkt. Versteckt in einem bisher unerforschten Höhlensystem hat dieses uralte Kunstwerk die wissenschaftliche Gemeinschaft erschüttert, unser Verständnis der frühen Menschen in Frage gestellt und die Geschichte selbst umgeschrieben. Die antike Welt und die frühen menschlichen Fähigkeiten. Jahrzehntelang glaubte man, dass die ältesten bekannten Höhlenmalereien, wie die in der Chauvet-Höhle in Frankreich und in den Sulawesi-Höhlen in Indonesien, nicht älter als 40.000 bis 50.000 Jahre sind. Diese Meisterwerke wurden dem frühen Homo sapiens und in einigen Fällen sogar dem Neandertaler zugeschrieben. Die vorherrschende Meinung war, dass künstlerischer Ausdruck, symbolisches Denken und komplexe Kommunikation erst relativ spät in der menschlichen Evolution entstanden sind. Doch eine kürzlich gemachte, bahnbrechende Entdeckung hat diesen Zeitplan zunichte gemacht. Tief in einem bisher unerforschten Höhlensystem haben Forscher eine Reihe von Malereien entdeckt, die schätzungsweise über 1 Million Jahre alt sind. Eine Entdeckung, die die wissenschaftliche Gemeinschaft erschüttert hat. Diese Erkenntnis stellt langjährige Annahmen darüber in Frage, wann die frühen Menschen begannen, kreativ und symbolisch zu denken. Vor 1 Million Jahren war die Erde ein völlig anderer Ort. Riesige Megafauna durchstreifte Weite, ungezähmte Landschaften. Die frühen Homininen beherrschten noch den Umgang mit dem Feuer, und die ersten rudimentären Werkzeuge wurden aus Stein geformt. Die Kommunikation war bestenfalls primitiv, wobei Gesten und rudimentäre Laute wahrscheinlich die Grundlage der frühen Sprache bildeten. Die Vorstellung, dass diese fernen Vorfahren Kunst geschaffen haben könnten, einen zutiefst kognitiven und symbolischen Akt, galt lange Zeit als unmöglich. Doch diese neu entdeckte Höhlenmalerei widerspricht den Erwartungen. Im Gegensatz zu den einfachen Handabdrücken und geometrischen Grundmustern, die man an anderen antiken Städten findet, sind diese Bilder auffallend komplex. Sie zeigen detaillierte Tierfiguren, menschenähnliche Gestalten und bizarre, jenseitige Formen, die die Experten verblüfft haben. Einer der erstaunlichsten Aspekte der Gemälde ist das Vorhandensein von Kreaturen, die keiner bekannten Spezies aus dieser Zeit entsprechen. Einige Figuren ähneln großen Säugetieren. Andere scheinen Mischwesen zu sein, teils Mensch, teils Tier. Einige haben verlängerte Gliedmaßen, übergroße Augen oder Gesichtszüge, die fast fremdartig wirken. Dies hat unter Forschern zu heftigen Spekulationen geführt. Handelt es sich um Darstellungen von Arten, die einst existierten, aber inzwischen ausgestorben sind und keine Spuren in den Fossilien hinterlassen haben? Oder deuten sie auf etwas ganz anderes hin, vielleicht auf frühe Formen der Mythologie oder sogar auf Darstellungen von Wesen, die der Fantasie der Künstler entsprungen sind? Wenn diese Malereien wirklich über 1 Million Jahre alt sind, verschieben sie nicht nur die Zeitlinie des symbolischen Denkens nach hinten, sondern deuten auch darauf hin, dass die frühen Menschen weitaus fortgeschrittener waren, als wir je glaubten. Sie könnten eine komplexe Weltanschauung gehabt haben, frühe spirituelle Überzeugungen oder sogar eine Form des Geschichtenerzählens, die über Generationen hinweg weitergegeben wurde. Diese Entdeckung fügt der menschlichen Geschichte nicht nur ein neues Kapitel hinzu, sie schreibt sie neu. Datierungsmethoden und wissenschaftliche Bestätigungen. Um das Alter dieser erstaunlichen Höhlenmalereien zu bestimmen, setzten die Forscher modernste Datierungstechniken ein, die Uranreihendatierungen und fortschrittliche Lumineszenzmethoden kombinieren. Im Gegensatz zur traditionellen Kohlenstoffdatierung, die sich auf organisches Material beschränkt und nur bis zu einem Zeitraum von etwa 50.000 Jahren wirksam ist, konnten die Wissenschaftler auf diese Weise die mineralischen Ablagerungen analysieren, die sich auf den Gemälden gebildet haben. Durch die Messung des langsamen Zerfalls von Uranisotopen in diesen Ablagerungen konnten sie feststellen, wann das Kunstwerk ursprünglich entstanden ist. Die Ergebnisse waren geradezu atemberaubend. Die Analyse ergab, dass diese Gemälde weit über 1 Million Jahre alt sind, was alles erschüttert, was wir über die Ursprünge des künstlerischen Ausdrucks zu wissen glaubten.
Diese Entdeckung wirft eine tiefgreifende Frage auf. Wer könnte sie geschaffen haben? Denn Homo sapiens, wie wir ihn heute kennen, gab es zur Zeit der Entstehung dieser Bilder noch nicht. Damit bleiben den Wissenschaftlern nur wenige mögliche Kandidaten, von denen man bisher nicht glaubte, dass sie in der Lage wären, symbolische Kunst zu schaffen. Der wahrscheinlichste Künstler ist Homo erectus oder vielleicht ein völlig unbekannter, noch nicht entdeckter menschlicher Vorfahre. Der Homo erectus lebte bereits vor 2 Millionen Jahren und war eine der ersten Homininenarten, die aus Afrika auswanderten. Fossilbeweise zeigen, dass sie intelligent waren, mit Feuer umgehen konnten und in der Lage waren, Steinwerkzeuge herzustellen. Es gab jedoch nie einen Hinweis darauf, dass sie sich künstlerisch oder symbolisch ausdrücken konnten, bis jetzt. Wenn der Homo erectus für diese Malereien verantwortlich war, würde dies bedeuten, dass er über eine weitaus höher entwickelte kognitive Welt verfügte als bisher angenommen. Es würde darauf hindeuten, dass sie die Fähigkeit zu abstraktem Denken, zu symbolischen Darstellungen und möglicherweise sogar zum Geschichtenerzählen oder zu spirituellen Überzeugungen besaßen. Diese Enthüllung zwingt die Wissenschaftler dazu, alles über die frühe menschliche Intelligenz zu überdenken. Hatten diese frühen Homininen Rituale, Mythen oder sogar frühe Formen der Kommunikation, die auf Kunst basierten? Könnten sie Geschichten oder Wissen durch gemalte Symbole weitergegeben haben? Lange bevor sich die Schriftsprache entwickelte. Eines ist sicher: Diese Entdeckung verändert unser Verständnis der menschlichen Evolution auf eine Weise, die wir nie für möglich gehalten hätten. Mysteriöse Handabdrücke und möglicherweise unbekannte Spezies. Zu den verblüffendsten Aspekten der neu entdeckten Höhlenmalereien gehört das Vorhandensein von Handabdrücken, die eine auffällige Ähnlichkeit mit denen moderner Menschen aufweisen. Während einige dieser Abdrücke mit den erwarteten Proportionen des Homo erectus übereinstimmen, passen andere zu keiner bekannten Hominidenart. Könnte dies ein Beweis für einen unentdeckten Zweig der menschlichen Evolution sein? Einen Zweig, der nicht nur körperlich ausgeprägt war, sondern auch zu hochentwickelten künstlerischen Ausdrucksformen fähig war? Über die wissenschaftliche Bedeutung hinaus eröffnet diese Entdeckung eine Welt voller philosophischer und kultureller Fragen. Was wollten diese frühen Künstler ausdrücken? Dokumentierten sie ihre Erfahrungen? Erzählten sie Geschichten oder versuchten sie, generationenübergreifend zu kommunizieren? Einige Experten schlagen vor, dass die Gemälde frühe Formen der Mythologie oder des spirituellen Glaubens darstellen könnten, was darauf hindeutet, dass Rituale und symbolisches Denken viel früher entstanden sein könnten als bisher angenommen. Ein besonders faszinierender Aspekt der Kunstwerke ist das wiederkehrende Auftreten von geometrischen Mustern, Spiralen und sternförmigen Formationen. Diese Formen weisen eine verblüffende Ähnlichkeit mit Symbolen auf, die in viel späteren, von Homo sapiens geschaffenen Höhlenmalereien zu finden sind. Noch erstaunlicher ist, dass ähnliche Schnitzereien und Petroglyphen auf mehreren Kontinenten entdeckt wurden, was auf eine mögliche Kontinuität des symbolischen Denkens über Hunderttausende von Jahren hindeutet. Das vielleicht rätselhafteste Merkmal der Höhlenmalereien ist die Darstellung von tierähnlichen Figuren, die keiner bekannten Art aus dieser Zeit entsprechen. Einige dieser Kreaturen haben verlängerte Gliedmaßen, große, starrende Augen und einzigartig geformte Köpfe, Details, die heftige Debatten ausgelöst haben. Während die meisten Forscher davon ausgehen, dass es sich um künstlerische Übertreibungen, mythische Darstellungen oder symbolische Darstellungen handelt, argumentieren andere, dass sie auf verlorenes Wissen oder ein vergessenes Kapitel der menschlichen Geschichte hinweisen könnten. Könnten diese Bilder Kreaturen darstellen, die einst auf der Erde lebten, aber inzwischen ausgestorben sind? Waren sie rein symbolisch oder stellten sie reale Erfahrungen dar, die die frühen Menschen nur mit Mühe festhalten konnten? Während die Spekulationen weit auseinandergehen, ist eines klar: Diese Entdeckung stellt die Art und Weise in Frage, wie wir die frühe menschliche Intelligenz, Kultur und Kreativität wahrnehmen. Sie könnte uns dazu zwingen, nicht nur die kognitiven Fähigkeiten unserer Vorfahren zu überdenken, sondern auch die Ursprünge von Kunst, Symbolismus und Geschichtenerzählen in der Menschheitsgeschichte. Die Bedeutung der Lage der Höhle. Die Lage der Höhle selbst ist von großer Bedeutung, was die Sache noch interessanter macht. Sie liegt in einer Region, von der man bisher annahm, dass sie zu dieser Zeit unbewohnt war. Ihre Entdeckung stellt etablierte Migrationsmuster und Theorien über menschliche Besiedlung in Frage. Wenn frühe Menschen hier anwesend waren und hochentwickelte Kunst schufen,
wirft dies Fragen über ihre Mobilität, Interaktionen und sogar die Möglichkeit unbekannter Zivilisationen auf, die denen vorausgingen, die wir heute kennen. Es stellt sich auch die Frage, wie diese Malereien über 1 Million Jahre lang so gut erhalten geblieben sind. Normalerweise zerfallen Höhlenmalereien durch natürliche Erosion, Feuchtigkeit und menschliche Eingriffe. Doch diese besonderen Bilder haben in bemerkenswertem Zustand überlebt. Wissenschaftler glauben, dass dies auf die einzigartige Umgebung der Höhle zurückzuführen ist, die seit Tausenden von Jahren abgeschottet und durch Mineralablagerungen geschützt ist, die die Kunstwerke vor den Elementen geschützt haben. Während Experten die Gemälde weiter analysieren, helfen neue technologische Fortschritte dabei, noch mehr Details aufzudecken. Hochauflösende 3D-Scans und Infrarotaufnahmen haben zusätzliche Schichten des Kunstwerks enthüllt, die zuvor mit dem bloßen Auge nicht sichtbar waren. Einige dieser zugrunde liegenden Bilder deuten darauf hin, dass die Höhle möglicherweise über mehrere Generationen hinweg für künstlerische Zwecke genutzt wurde, wobei verschiedene Gruppen die Kunstwerke im Laufe der Zeit ergänzten. Dies wirft eine weitere faszinierende Möglichkeit auf. Könnte es unter den frühen Menschen eine jahrmillionenalte Tradition der Kunst und des Geschichtenerzählens gegeben haben? Wenn ja, würde dies bedeuten, dass der künstlerische Ausdruck nicht plötzlich mit dem Homo sapiens aufkam, sondern ein grundlegender Aspekt der menschlichen Evolution selbst war. Die Auswirkungen dieser Entdeckung sind erschütternd. Sie deutet darauf hin, dass die Wurzeln der menschlichen Kreativität, Fantasie und Kommunikation viel weiter zurückreichen, als wir bisher angenommen haben. Sie stellt unsere Vorstellung von den frühen Hominiden als primitive Wesen in Frage und zeichnet stattdessen ein Bild von intelligenten, künstlerischen Vorfahren, die möglicherweise weitaus fortgeschrittener waren, als wir es ihnen zutrauen. Die weiteren Forschungen lassen Archäologen und Historiker mit mehr Fragen als Antworten zurück. Wollten diese frühen Menschen einfach nur ihre Umgebung dokumentieren oder versuchten sie, eine tiefere Botschaft zu übermitteln, die vielleicht die Zeitalter überdauern sollte? Könnte dies das fehlende Bindeglied sein, um die Ursprünge des menschlichen Bewusstseins und des symbolischen Denkens zu verstehen? Und wenn der Homo erectus oder eine andere frühe menschliche Spezies in der Lage war, solch hochentwickelte Kunstwerke zu schaffen, wozu könnten sie dann noch fähig gewesen sein? Könnte es noch ältere, unentdeckte Stätten geben, die mehr über unsere vergessene Vergangenheit verraten? Eines ist sicher: Diese Millionen Jahre alte Höhlenmalerei hat die Geschichte der Menschheit für immer verändert. Sie stellt alles in Frage, was wir über unsere Vorfahren zu wissen glaubten, und zwingt uns, die Ursprünge der Kunst, der Kommunikation und der menschlichen Erkenntnis neu zu überdenken. Welche anderen Geheimnisse liegen noch unter der Erde begraben und warten darauf, entdeckt zu werden? Welche anderen Teile unserer alten Vergangenheit sind noch da draußen, verborgen in der Dunkelheit, und warten darauf, die Geschichte der Menschheit neu zu schreiben? Die Entdeckung dieser Höhlenmalerei ist erst der Anfang. Die Wahrheit über unsere Vergangenheit ist weitaus komplexer, mysteriöser und faszinierender, als wir es uns jemals vorgestellt haben. Implikationen für die menschliche Kognition und das symbolische Denken. Wenn diese Millionen Jahre alte Höhlenmalerei authentisch ist, stellt sie lange gehegte Vorstellungen nicht nur über die Ursprünge der Kunst, sondern auch über das Wesen der menschlichen Erkenntnis in Frage. Jahrzehntelang haben Wissenschaftler behauptet, dass das symbolische Denken, die Fähigkeit, die Welt durch Bilder und abstrakte Konzepte darzustellen, erst vor etwa 40.000 bis 50.000 Jahren entstanden ist. Diese Fähigkeit galt als eines der entscheidenden Merkmale, die den Homo sapiens von anderen frühen Menschenarten abhoben. Diese Entdeckung stellt diese Annahme jedoch auf den Kopf. Wenn frühe Menschen bereits vor über 1 Million Jahren komplexe Bilder schufen, deutet dies darauf hin, dass symbolisches Denken, Kreativität und künstlerischer Ausdruck nicht erst mit dem modernen Menschen begannen, sondern bereits bei unseren entfernten Vorfahren vorhanden gewesen sein könnten. Dies wirft tiefgreifende Fragen auf. War die Kunstproduktion ein allmählicher evolutionärer Prozess und kein plötzlicher Durchbruch? Könnte der Homo erectus oder ein anderer unbekannter menschlicher Vorfahre eine weitaus reichere kognitive Welt besessen haben, als wir uns je vorstellen konnten? Diese Entdeckungen könnten die Geschichte der menschlichen Intelligenz neu definieren und den Zeitpunkt der Entstehung von abstraktem Denken und künstlerischer Kreativität nach hinten verschieben. Sollte sich diese Entdeckung bestätigen, so zwingt sie uns,
die Grundlagen des Menschseins zu überdenken. Ein neuer Blick auf den Homo erectus. Wenn der Homo erectus für dieses Kunstwerk verantwortlich war, ändert dies unser Verständnis von seinen Fähigkeiten völlig. Bislang galt der Homo erectus als intelligent, aber nicht besonders fortschrittlich in Bezug auf abstraktes Denken. Sie stellten Steinwerkzeuge her und benutzten sie, beherrschten das Feuer und verbreiteten sich über Afrika, Asien und Europa. Es wurde jedoch nicht angenommen, dass sie eine Kultur entwickelt haben, wie es der Homo sapiens schließlich tat. Jüngste Entdeckungen haben jedoch bereits begonnen, diese Vorstellung in Frage zu stellen. Wenn der Homo erectus zu abstraktem Denken fähig war, wirft dies eine entscheidende Frage auf. Wie weit reichte ihre Intelligenz? Waren sie der Sprache fähig? Hatten sie mündliche Überlieferungen, Mythen und vielleicht sogar eine Form von Spiritualität? Wenn ja, waren sie weitaus fortschrittlicher, als wir ihnen je zugetraut hätten. Einige Darstellungen scheinen gewöhnliche Tiere, große Säugetiere, Vögel und Fische zu zeigen, während andere bizarre, nicht identifizierbare Kreaturen zeigen. Einige dieser Figuren haben längliche Körper, mehrere Gliedmaßen oder Merkmale, die mit keiner bekannten Art übereinstimmen. Dies hat zu verschiedenen konkurrierenden Interpretationen und mythischen oder religiösen Darstellungen geführt. Wenn diese frühen Menschen die Fähigkeit besaßen, abstrakt zu denken, haben sie vielleicht genauso wie spätere Zivilisationen mythologische Kreaturen geschaffen. Könnte es sich bei diesen Gemälden um frühe Darstellungen von Geistern, Göttern oder übernatürlichen Wesen, verlorenen oder ausgestorbenen Arten handeln? Einige Paläontologen glauben, dass es sich bei diesen seltsamen Kreaturen um echte Tiere handeln könnte, die zu dieser Zeit existierten, aber inzwischen ausgestorben sind und keine Spuren in den Fossilien hinterlassen haben. Wenn das stimmt, könnten diese Bilder unser einziges Fenster zu einer lange verschollenen Art sein. Verzerrte Erinnerung oder abstrakte Kunst. Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass es sich bei den Figuren möglicherweise nicht um wörtliche Darstellungen, sondern um künstlerische Ausdrucksformen handelt. Die umstrittenste Interpretation stammt von Forschern, die glauben, dass diese Gemälde Begegnungen mit etwas darstellen könnten, das jenseits unseres derzeitigen Verständnisses liegt. Vielleicht waren es Wesen, die die frühen Menschen auf eine Weise besuchten oder mit ihnen interagierten, die wir noch nicht erklären können. Die Sternenmuster und kosmischen Verbindungen. Ein weiterer auffälliger Aspekt dieser Malereien ist das Vorhandensein von geometrischen Symbolen und sternähnlichen Gebilden. Diese Muster weisen eine verblüffende Ähnlichkeit mit Sternenkarten auf, die in vielen späteren Zivilisationen gefunden wurden. B. Bei den Sumerern, Ägyptern und Maya. Wenn diese Symbole tatsächlich Himmelsobjekte darstellen, ergibt sich daraus eine unglaubliche Möglichkeit. Könnte es sein, dass die frühen Menschen viel früher als bisher angenommen Kenntnisse über die Sterne besaßen? Mehrere alte Kulturen, vom afrikanischen Dogon-Stamm bis hin zu den Erbauern von Göbekli Tepe, wurden mit astronomischen Kenntnissen bedacht, die für ihre Zeit unmöglich erschienen. Die Vorstellung, dass die frühen Menschen vor über 1 Million Jahren die Bewegungen der Sterne verstanden haben könnten, ist erstaunlich, aber nicht völlig unmöglich. Wenn diese Malereien tatsächlich Sternbilder oder Himmelskörper darstellen, bedeutet dies, dass die frühen Menschen bereits den Nachthimmel beobachteten und ihre Erkenntnisse in Form von protowissenschaftlichen Dokumenten festhielten. Dies wäre eines der frühesten bekannten Beispiele für Astronomie und könnte darauf hindeuten, dass die Wurzeln der menschlichen Zivilisation viel weiter in die Geschichte zurückreichen, als wir uns je vorstellen konnten. Die Auswirkungen auf die menschliche Evolution. Wenn der Homo erectus oder ein anderer früher Hominide für diese Malereien verantwortlich war, stellt dies die Wissenschaftler vor einige schwierige Fragen. Waren diese frühen Menschen intelligenter, als wir dachten? Besaßen sie eine Form von Sprache, die es ihnen ermöglichte, Wissen und Geschichten über Generationen hinweg auszutauschen? Wenn sie zu symbolischem Denken fähig waren, hatten sie dann auch eine Religion, Rituale oder sogar eine frühe Form der Schrift? Diese Entdeckung könnte unsere Sichtweise auf die Zeitachse der menschlichen Evolution völlig verändern. Statt eines langsamen, allmählichen Aufstiegs zu Intelligenz und Kultur, müssen wir vielleicht die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die frühen Menschen viel früher als erwartet Ausbrüche fortgeschrittener Kognition hatten. Eine verlorene Zivilisation. Eine der radikalsten Theorien, die sich aus dieser Entdeckung ergeben hat, ist die Vorstellung, dass die frühen Menschen lange vor der heute akzeptierten Zeitlinie der
Menschheitsgeschichte eine fortgeschrittene Zivilisation gebildet haben könnten. Die Stätte von Göbekli Tepe in der Türkei, die vor mehr als 11.000 Jahren erbaut wurde, stellt beispielsweise die Vorstellung in Frage, dass die Landwirtschaft vor der Monumentalarchitektur kommen musste. Wenn die Menschen bereits am Ende der letzten Eiszeit zu solch ausgeklügelten Bauwerken fähig waren, wie viel früher könnte dieses Wissen dann schon vorhanden gewesen sein? Wenn diese Millionen Jahre alte Höhlenmalerei Teil eines viel größeren Fundus an verlorenem Wissen ist, besteht die Möglichkeit, dass die frühen Menschen komplexe Gesellschaften entwickelt haben, die später durch Naturkatastrophen, Klimaveränderungen oder andere katastrophale Ereignisse ausgelöscht wurden. Könnte es sein, dass diese Malereien der einzige verbliebene Beweis für eine lange verschollene Zivilisation sind, die allen anderen vorausging? Die Rolle von Kataklysmen. Eine mögliche Erklärung, warum dieses Wissen verloren ging, sind Naturkatastrophen. Im Laufe der Erdgeschichte gab es mehrere Aussterbeereignisse, Klimaveränderungen und geologische Umwälzungen, die ganze Bevölkerungen auslöschen konnten. Einige Forscher haben spekuliert, dass Supervulkanausbrüche, Asteroideneinschläge oder dramatische Veränderungen des Meeresspiegels die Spuren der frühen menschlichen Zivilisationen ausgelöscht haben könnten. Wenn ein katastrophales Ereignis stattgefunden hat, könnte dies erklären, warum so wenig Beweise für frühes symbolisches Denken erhalten geblieben sind. Wenn dies kein Einzelfall war, sondern Teil einer weit verbreiteten künstlerischen Tradition unter den frühen Menschen, dann gibt es vielleicht noch andere, bisher unentdeckte Höhlen, die ähnliche Geheimnisse bergen. Neue Technologien spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entdeckung dieser alten Kunstwerke. Mit Hilfe hochauflösender Bildgebung, KI-gestützter Mustererkennung und mineralischer Datierungstechniken können Wissenschaftler diese Malereien auf eine Weise untersuchen, die noch vor einem Jahrzehnt unmöglich war. Mit diesen Fortschritten könnten wir bald noch mehr Fundstellen entdecken, die Beweise für prähistorische Kunst, symbolische Kommunikation oder sogar für die frühesten Formen des Geschichtenerzählens enthalten. Ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte. Dieser unglaubliche Fund hat die wissenschaftliche Gemeinschaft erschüttert. Aber das ist erst der Anfang. Ob diese uralten Malereien nun vom Homo erectus, einem unbekannten Vorfahren, oder von etwas noch mysteriöserem stammen, eines ist unbestreitbar. Unser Verständnis der menschlichen Geschichte wird nie mehr dasselbe sein. Jahrelang glaubten wir, dass Kunst, Kultur und Intelligenz relativ junge Entwicklungen in der menschlichen Evolution sind. Doch diese Höhlenmalereien beweisen, dass die Wurzeln der Kreativität mehr als 1 Million Jahre zurückreichen, viel früher, als man je gedacht hätte. Was verbirgt sich also noch unter der Oberfläche unserer Welt? Welche weiteren Geheimnisse warten darauf, entdeckt zu werden? Mit dem technologischen Fortschritt und neuen Entdeckungen wird eines klarer denn je. Unsere Vergangenheit ist weitaus komplexer, geheimnisvoller und beeindruckender, als wir es uns je erträumt haben. Wenn Ihnen diese Reise ins Unbekannte gefallen hat, vergessen Sie nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu drücken, damit Sie kein Update über die neuesten Entdeckungen verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.